Die wilden Schwäne. Es war einmal eine Königsfamilie, die glücklich zusammenlebte. Der König, die Königin, eine Tochter namens Elisa und ihre 11 Brüder. Die Familie lebte zusammen in einem großen, wundervollen Schloss. Doch das Glück der Familie fand ein plötzliches Ende, als eines Tages die Königin starb. Alle waren sehr betrübt. Nach einer Weile heiratete der König ein weiteres Mal. Seine neue Frau war aber eine böse Hexe. Sie schenkte den Kindern keine Aufmerksamkeit und freute sich nicht an ihrem Spiel. Die böse Hexe beschloss, Elisa auf einen Bauernhof zu einem Bauernpaar zu bringen. Wenig später verzauberte sie Elisas Brüder in 11 Schwäne. Sie mussten in ein fernes Land fliegen, das hinter den großen Wäldern lag. Am Morgen kamen sie am Haus der Bauern vorbei, in dem Elisa wohnte. Sie schlugen mit den Flügeln, aber weder Elisa noch das Bauernpaar konnten sie hören. Sie flogen weiter über einen großen Wald, der sich bis zum Strand eines Meeres erstreckte. Als Elisa 15 Jahre alt war, sollte sie wieder nach Hause in das Schloss kommen. Aber als die Königin sah, wie schön sie geworden war, füllte sich ihr Herz mit Eifersucht und Hass. Sie wollte sie am liebsten auch gleich in einen Schwan verwandeln. Aber das ging nicht, da der König Elisa sehen wollte. Um sie loszuwerden, zog sie ihr alte, zerrissene Kleidung an, schmierte ihr eine stinkende Salbe ins Gesicht, die sie ganz hässlich machte, und brachte ihre Haare durcheinander. Elisas Vater erkannte seine Tochter nun nicht mehr. Elisa war sehr, sehr traurig darüber. Ganz allein verließ sie das Schloss und ging in den großen Wald. Sie sehnte sich nach ihren Brüdern und beschloss, sie zu suchen. Nachts schlief Elisa unter großen Bäumen und träumte von ihren Brüdern. Am Tag wanderte sie immer tiefer in den Wald hinein, ohne zu wissen, wo sie genau war. Schließlich kam sie an einen See. Sie schaute in das Wasser, und als sie ihr Spiegelbild sah, erschrak sie sehr. Wie hässlich und braun sie im Gesicht war. Elisa wusch die Salbe ab, flocht ihre Haare und war wieder so schön wie zuvor. Als sie den Weg fortsetzte, begegnete sie einer alten Frau mit Beeren in einem Korb. Die alte Frau gab ihr einige Beeren, und Elisa fragte sie, ob sie nicht 11 Prinzen gesehen habe. »Nein«, sagte die alte Frau, »aber ich habe gestern 11 Schwäne mit goldenen Kronen auf dem Kopf in der Nähe schwimmen gesehen.« Die alte Frau führte Elisa zu einem kleinen Fluss. Elisa ging immer weiter am Fluss entlang, bis sie schließlich
an das große Meer kamen. Das war ein so schöner und beruhigender Anblick. Am Strand entdeckte Elisa 11 weiße Schwanenfedern. Elisa fühlte sich wohl an diesem Meer und sie beobachtete die Wellen und die vorbeiziehenden Wolken. Als die Sonne dabei war, unterzugehen, landeten 11 wilde Schwäne mit Goldkronen auf dem Kopf neben Elisa. Als die Sonne vollständig am Horizont verschwunden war, wurden aus den 11 Schwänen plötzlich 11 schöne Prinzen. Vor Freude stieß Elisa einen lauten Schrei aus, denn sie erkannte ihre Brüder, obwohl sie sich verändert hatten, sofort. Die Brüder erkannten ihre Schwester auch sofort. Sie lachten und weinten miteinander und erzählten sich, wie grausam ihre Stiefmutter mit ihnen umgegangen war. Der älteste Bruder sagte: Solange die Sonne scheint, sind wir Schwäne, aber sobald die Sonne untergeht, erhalten wir unsere menschliche Gestalt zurück. Wir müssen vor Sonnenuntergang festen Boden unter den Füßen haben, sonst würden wir ins Wasser stürzen und sterben. Wo verbringt ihr dann die Nacht? Fragte Elisa. Jenseits des Meeres liegt ein wunderschönes Land. Wir können es aber nicht an einem Tag erreichen. Deshalb müssen wir nachts auf einer kleinen Insel schlafen, die auf dem Weg liegt. Nur ein kleiner Felsen ragt aus dem Wasser heraus. Dort gibt es gerade so viel Platz, dass wir dort Seite an Seite übernachten können. Unsere liebe Heimat können wir leider nur einmal pro Jahr besuchen, denn wir brauchen 2 der längsten Tage des Jahres für unseren Flug. Dort können wir dann auch nur 11 Tage bleiben, um das Schloss unseres lieben Vaters und das Grab unserer lieben Mutter zu sehen. Jetzt haben wir nur noch 2 Tage Zeit. Danach müssen wir wieder zurück in das wunderschöne Land, das nicht unsere Heimat ist. Das heißt, ihr könnt morgen noch einmal kommen und danach sehe ich euch für ein ganzes Jahr nicht? Kannst du nicht mit uns kommen? Fragte ein Bruder. Elisa antwortete traurig: Ich weiß nicht. Es gibt hier kein Boot. Kann ich euch denn nicht erlösen? Nachdem sie lange miteinander geredet hatten, schliefen sie ein. Am Morgen wachte Elisa durch den Schall der Schwanenflügel auf. Die Brüder waren wieder verwandelt worden. Nur der jüngste Bruder blieb bei ihr und legte seinen Kopf in ihren Schoß. Sanft streichelte Elisa seine Flügel. Den ganzen Tag waren sie beisammen. Am Abend kamen die anderen Brüder zurück. Als die Sonne unterging, verwandelten sie sich wieder in ihre menschliche Gestalt. Morgen fliegen wir fort von hier und können für ein ganzes Jahr nicht zurückkehren. Wir wollen dich aber nicht einfach hier zurücklassen. Wir können mit dir über das Meer fliegen. Die Brüder fertigten ein großes Netz, in dem sie Elisa mitnahmen. Sie flogen über das weite Meer, kamen
in einen schweren Sturm und erreichten mit Mühe und Not bei Sonnenuntergang den Felsen, auf dem sie schliefen. Die Wellen schlugen hoch über dem Felsen zusammen. Am Morgen flogen sie gemeinsam zu dem Land, in dem die Brüder oft waren. In der folgenden Nacht hatte Elisa einen seltsamen Traum. Eine Fee erschien ihr und erzählte ihr, wie sie ihre Brüder erlösen könnte. Stricke aus Brennnesseln für jeden Bruder ein Hemd und wirf es ihm über. Bis dahin darfst du aber kein einziges Wort sprechen, auch wenn es Jahre dauert. Wenn du sprichst, werden deine Brüder sterben müssen. Die Fee berührte mit einer Brennnessel Elisas Hand. Der Schmerz war so stark, wie von einem brennenden Feuer. Dadurch erwachte Elisa. Auf der Wiese um sich herum fand Elisa viele Brennnesseln und begann sofort mit der Arbeit. Am Abend kamen die Brüder zurück und erschraken, als sie Elisa so stumm fanden. Als sie die Wunden an ihren Händen sahen, begriffen sie, dass Elisa diese Arbeit für sie tat. Der jüngste Bruder weinte sehr und seine Tränen fielen auf die Hand seiner Schwester. Dort, wo die Tränen hinfielen, fühlte Elisa keinen Schmerz mehr. Am folgenden Tag hatte sie schon ein Hemd fertig und begann das zweite zu fertigen. Da hörte sie plötzlich Geräusche von Pferden und Hunden und ein Horn. Es war ein junger König mit seinem Gefolge, die sich auf der Jagd befanden. Der König und seine Leute kamen näher zu Elisa heran. Als der Prinz sie ansah, dachte er, dass er noch nie ein schöneres Mädchen als sie gesehen hatte in seinem Leben. »Wie bist du hierher gekommen, schönes Mädchen?« fragte er. Aber Elisa antwortete nicht. Sie versteckte ihre Hände unter ihre Schürze, damit niemand sehen konnte, wie sie litt. Weil sie so schön war, nahm der König sie mit auf sein Schloss und ließ sie in die schönsten Gewänder kleiden. All die Pracht des Schlosses, das Essen, die Musik und die Kleider bedeuteten Elisa nichts. Sie dachte nur an ihre Brüder, die sie erlösen wollte. Weil Elisa immer nur traurig war, zeigte der König ihr eine Kammer. Sie sah aus wie der Ort, an dem sie vorher gelebt hatte. Auf dem Fußboden lagen die Brennnesseln, aus denen sie Hemden gemacht hatte. An der Wand hing das Hemd, das schon fertig war. Hier kannst du dich wie in deiner alten Heimat fühlen und deine alte Arbeit tun, sagte der König. Als Elisa sah, dass er verstand, was ihr wichtig war, lächelte sie zum ersten Mal. Der oberste Geistliche, der auf dem Schloss wohnte, versuchte inzwischen, dem König Schlechtes über Elisa zu sagen. Aber es erreichte das Herz des Königs nicht. Der König
wollte Elisa heiraten. Der Geistliche, der etwas gegen sie hatte, musste Elisa bei der Hochzeit mit dem König die Krone auf den Kopf setzen. Elisa gewann ihn von Tag zu Tag lieber und wünschte nur, dass sie ihm von ihrem Leid erzählen könnte. Aber ein einziges Wort würde ihre Brüder das Leben kosten. Nachts schlich sich Elisa heimlich aus dem gemeinsamen Schlafzimmer und strickte weiter an den Hemden für ihre Brüder. Als das 7. Hemd fertig war, hatte sie keine Brennnesseln mehr. Sie wusste aber, dass auf dem Friedhof Brennnesseln wachsen. Obwohl sie Angst hatte, schlich sie sich in der Nacht hinaus auf den Friedhof. Dort sah sie auf einem Grabstein eine Gruppe von Hexen sitzen. Elisa ging schnell an ihnen vorbei, sammelte die Brennnesseln und ging schnell zum Schloss zurück. Der Geistliche hatte Elisa aber in der Nacht beobachtet, und er ging zum König, um ihm alles zu berichten. Elisa ist eine Hexe, mein König. Deshalb hat sie das ganze Volk in ihren Bann gezogen. Als er das hörte, stiegen dem König die Tränen in die Augen. Sein Herz war nun voller Zweifel darüber, wer Elisa wirklich war. Nachts tat er so, als ob er schlief, und bemerkte, dass Elisa jede Nacht in ihre Kammer ging. Elisa nahm wahr, dass das Gesicht ihres Mannes jeden Tag finsterer wurde, aber sie verstand nicht, warum. Sie war bald fertig mit ihrer Arbeit, nur noch ein Hemd fehlte. Die Brennnesseln waren ihr wieder ausgegangen, und so musste sie noch einmal auf den Friedhof gehen. Diesmal folgten ihr der Geistliche und der König zusammen nach. Sie sahen, wie Elisa zum Tor des Friedhofs hineinging, und sie sahen auch die Gruppe von Hexen auf dem Grabstein sitzen. Da der König dachte, dass Elisa eine dieser Hexen sei, sagte er: Das Volk muss sie verurteilen. Das Volk urteilte, dass Elisa verbrannt werden sollte. Man warf sie in ein dunkles Gefängnis. Die Brennnesseln und die Hemden ließ man ihr auch ins Gefängnis bringen, damit sie ihr als Kissen und Decke dienen konnten. Am Abend sah Elisa, wie am Gitter des Fensters ein Schwanenflügel vorbeisauste. Es war der jüngste Bruder Elisas, der seine Schwester gefunden hatte. Er weinte vor Freude und gab ihr zu verstehen, dass die anderen Brüder auch hier seien. Unter großen Schmerzen und Tränen arbeitete Elisa an den Hemden weiter so schnell sie konnte. Nach Sonnenaufgang sollte sie hingerichtet werden. Am Morgen holten die Wachen Elisa ab, um sie zur Hinrichtung zu führen. Sie setzten sie auf einen Wagen, auf dem Elisa immer noch an den Hemden weiterstrickte. Das Volk kam immer näher und beschimpfte Elisa. Sie wollten die Hemden zerreißen. Doch da kamen plötzlich 11 weiße Schwäne geflogen und setzten sich rings um Elisa auf den Wagen, um sie zu beschützen.
viele Menschen flüsterten: Das ist ein Zeichen des Himmels. Sie ist sicher unschuldig. Nun war der Wagen angekommen, und die Wachen ergriffen Elisa, um sie zum Scheiterhaufen zu bringen. In diesem Moment warf sie die Hemden über ihre Brüder. Jetzt standen da 11 schöne Prinzen, aber der Jüngste hatte einen Schwanenflügel anstatt des einen Armes, denn es fehlte ein Ärmel in seinem Hemd. Elisa hatte dieses Hemd nicht fertig bekommen. »Ich bin unschuldig«, sprach sie und sank ohnmächtig in die Arme ihrer Brüder. Das Volk verneigte sich vor ihr, denn sie spürten, dass sie die Wahrheit sagte. Der älteste Bruder erzählte nun alles, was geschehen war. Und während er sprach, verbreitete sich überall Rosenduft. Das Holz auf dem Scheiterhaufen, auf dem Elisa verbrannt werden sollte, hatte Wurzeln geschlagen und trieb Zweige. Da wuchs an der gleichen Stelle eine duftende, große Hecke mit roten Rosen. Ganz oben wuchs eine weiße und glänzende Blume. Sie leuchtete wie ein Stern. Der König brach sie ab und steckte sie an Elisas Brust. In diesem Moment erwachte sie, mit Frieden und Glückseligkeit im Herzen. Millionen Vögel kamen angeflogen, und die Menschen bewegten sich zurück zum Schloss, wie in einem riesigen Hochzeitszug.